In diesem Video geht es um enge Timings, dass Games Workshop anscheinend weder richtig zählen noch richtig weiß kann und um viele neue Contrast-Farben. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Im Sommer 2019 trat Games Workshop mit 34 neuen Contrast-Farben ja eine kleine Lawine los. Zwar kannte man diese Art von Farben bereits aus anderen Künstlerbereichen, doch das tat dem Erfolg keinen Abbruch. Im Gegenteil, Hersteller wie The Army Painter und Scale 75 haben seitdem ähnlich funktionierende Farben herausgebracht und nun legt Games Workshop höchst selbst 27 frische Contrast-Farben obendrauf. Moment, 27 Farben? Ja genau, es hieß zwar vor wenigen Wochen noch 25 Farben, aber ich war auch noch nie gut in Mathe. Viel ärgerlicher meiner Meinung nach ist, dass Games Workshop gleichzeitig mit White Scar eine neue Grundierung ins Programm genommen und dafür das gute alte Corax White aus dem Programm genommen hat. Und auch wenn beide Grundierungen das Wort White, also weiß, im Namen tragen, war Corax White bekanntlich nur ein helles Grau und auch das neue White Scar ist leider immer noch kein reines Weiß, auch wenn es deutlich heller ist. Aber der Reihe nach. Momentan hatte ich aufgrund der Arbeiten an meinem Buch eigentlich nicht vor, etwas zu den neuen Contrast-Farben zu machen. Denn so eine umfangreiche Übersicht, wie ich sie zu den 34 ersten Contrast-Farben angefertigt hatte, war mir derzeit eigentlich zu zeitaufwendig. Aber da mich in den letzten Wochen viele Zuschauer genau nach so einer neuen Übersicht gefragt hatten, bot mir Miniaturicum freundlicherweise an, mir alle 27 neuen Contrast-Farben und passende Bases zur Verfügung zu stellen. Und eine Dose White Scar nicht zu vergessen. Vielen Dank dafür. Dummerweise kam das Paket erst gestern an und so kann ich euch in diesem Video erstmal nur alle 27 neuen Farben auf der White Scar Grundierung zeigen. Aber ich denke, das sorgt schon mal für einen guten Gesamtüberblick und hilft euch definitiv bei der einen oder anderen Kaufentscheidung. Selbst wenn ihr vielleicht mit Grey Seer, Wraithbone oder einem Rest Corax White oder einer anderen Grundierung arbeitet. Also habe ich seit gestern nicht nur jede Menge Bases herausgeknipst und mit White Scar grundiert, sondern natürlich auch jede Farbe richtig gut durchmischt, um sie einmal pur und einmal zu 50% mit Contrast Medium verdünnt aufzutragen. Die getrockneten Bases wurden dann zum Fotografieren noch gleichmäßig auf Untergründe geklebt und hier nun das Ergebnis nach Farbgruppen. Wie ihr seht, die drei neuen Gelbtöne sind allesamt sehr hoch pigmentiert, selbst verdünnt verlieren sie kaum an Deckkraft. Die Rottöne sind aus meiner Sicht prima Ergänzung zu den bisherigen Rottönen. Auch die neuen Violettfarben füllen gut einige Lücken auf, denn bislang gab es hier nur 3 Contrastfarben dieser Art. Die beiden neuen Grautöne sind okay. Richtig gut gefallen mir die neuen Blau-Varianten, denn sie sind nicht zu knallig, sondern nette Ergänzungen, die gut zwischen die vorhandenen Blaus passen. Gleiches gilt für die Grüntöne, vor allem weil die bisherigen ja eher dunkel waren. Und weitere dunkle Grau- und Brauntöne kann man ja immer gebrauchen. Mein Ersteindruck: Wer gerne mit Contrastfarben malt, bekommt mit den 27 neuen Farbtönen eine insgesamt sehr schöne Ergänzung. Klar, manche Farben sind etwas universeller einsetzbar und manche durchaus speziell. Aber insgesamt dürfte jeder Contrastmaler definitiv die ein oder andere Farbe gebrauchen können. Apropos, als Dankeschön für die Unterstützung bei diesem Video schaut gerne bei Miniaturicum vorbei. Alle Contrastfarben kosten dort jeweils nur 5,60 €, außerdem gibt es günstige Bundles, wenn ihr alle 34 Farben der ersten Wave oder alle 27 neuen Farben kauft.
Bei Miniaturicum findet ihr auch meine ausführliche Übersicht zu den bisherigen Contrast-Farben als 9-seitiges PDF zum gratis herunterladen. Und bevor jetzt alle dieselbe Frage in den Kommentarbereich schreiben, ja, ich werde diese Übersicht aktualisieren und alle neuen Farben darin aufnehmen. Allerdings werden dann alle mit Corax White grundierten Bases verschwinden und durch White Scar grundierte Bases ersetzt. Schließlich gibt es ja kein Corax White mehr. Aber dazu mehr in ein paar Wochen in einem weiteren TWS-Video rund um die Contrast Colors und warum Weiß nicht gleich Weiß ist. Wir sehen uns aber erstmal nächsten Freitag. Bis dann!